Hier befinden wir uns gerade im Landeanflug auf die sogenannte Landebahn, einen langen Parkplatz an einem Strand in Tarifa. Dem einen oder anderen wird dieser Ort aus Videos von anderen Vanlifern bekannt vorkommen. Da wir gerne am Strand stehen, wollten wir uns selbst mal ein Bild von diesem Ort machen. Gestern sind wir hier am sogenannten Landing Strip in Tarifa angekommen. Ist relativ wenig los, also beziehungsweise heute ist noch weniger los, weil es regnet anscheinend. Ja, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann steht man nicht mehr ganz so dicht aufeinander wie die letzten Tage. Aber wie man im Hintergrund schon erkennen kann, haben wir hier auch ein kleines spontanes Bimobil-Treffen mit Roger und Christina aus der Schweiz. Hier gibt es auch eine Beachbar, doch die hat leider zu dieser Jahreszeit noch geschlossen. Ja gut, bei dem Wetter will man sich jetzt auch nicht an die Beachbar hocken, aber ja. Überall gibt es hier kleine Wege zum Strand. Und auf dieser Seite von Tarifa sind wir schon nicht mehr am Mittelmeer, sondern schon am Atlantik angekommen. Gestern war ich irgendwie zu faul und heute ist das Wetter natürlich nicht so prickelnd, um da mal reinzuspringen. Aber gut, wir haben ja dann noch in Portugal genug Gelegenheit, auch mal im Atlantik zu baden. Auf jeden Fall ein schöner Strand hier in Tarifa. Guten Morgen. Heute verlassen wir Tarifa wieder, aber nicht ohne uns nochmal vorher einen besonderen Punkt angeschaut zu haben hier. Dazu erzählen wir euch dann gleich mehr. Ja, ansonsten hatten wir hier ein paar schöne Tage in Tarifa am Strand. Das Wetter war zum Glück ein bisschen besser als vorher gesagt. Wir hatten nur einen wirklich verregneten Tag. Und so haben wir ein paar nette Leute getroffen. Schöne Grüße an Roger und Christina. Da hatten wir ein zufälliges Bimobil-Treffen. Und auch an Simona und Stefan. Auch schöne Grüße an euch, falls ihr das seht. Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Ein kleines Frühstück. Cappuccino? Cappuccino with milk. Café con leche. Ja, gracias. Ja, ist der Kaffee. So, frisch gestärkt geht's weiter. Also wenn ihr in Tarifa mal gut frühstücken möchtet oder einfach nur einen leckeren Kaffee trinken wollt, können wir das Family Café hier
sehr empfehlen. Schaut dann mal vorbei, wenn ihr hier seid. Mal schauen, wie man mich versteht. Hier in Tarifa treffen wir auf der einen Seite das Mittelmeer und auf der anderen Seite der Atlantik aufeinander. Wir sind jetzt hier genau auf dem Damm dazwischen. Auf der einen Seite hier, auf dem die Kitesurfer sind, ist das Mittelmeer. Und hinter mir ist der Atlantik. Hier gab es auch irgendwie mal eine Statue bzw. ein Schild oder so, das auch anzeigt, aber das ist irgendwie verschwunden, keine Ahnung. Sonst hätten wir euch das auch gezeigt. Tarifa ist das Mekka für Kitesurfer in Europa. Fast das ganze Jahr über gibt es Wind und anscheinend auch ein lebhaftes Nachtleben. Es hat angeblich nicht die besten Kite-Bedingungen in der Welt, aber die Atmosphäre, Vibes und den Lifestyle, den es bietet, sollen in Europa sehr einzigartig sein. Und jetzt gehen wir zurück zu Mando und fahren dann weiter nach Jerez de la Frontera. Der Stellplatz in Sevilla hat dieses kleine Schmuckstück hier in seiner Halle stehen. Im ersten Moment dachte ich an einen alten Fiat 500, aber bei genauerem Hinsehen entdeckte ich, dass es ein Seat 600 wohl vom Ende der 50er Jahre ist.
Guten Morgen aus Sevilla. Morgen. Wir schauen uns heute ein bisschen die Stadt an. Wir sind ja schon seit Montag in der Nähe, heute ist Donnerstag. Aber da es ziemlich verregnet ist bis Mitte nächster Woche, setzen wir zumindest einen Teil dieser Zeit hier in Sevilla eben aus. Bleiben auch noch bis nächsten Montag. Und ja, heute schauen wir uns ein paar Orte hier in Sevilla an. Aber obwohl es Donnerstagvormittag ist und Winter, ist hier schon ziemlich viel los. Die Plaza de España ist einer der bekanntesten Plätze in Sevilla. Der Platz wurde als eines von vielen Bauwerken für die Exposición Iberoamericana im Jahr 1929 errichtet. Der Platz wird von einem halbkreisförmigen Gebäude, welches sich nahtlos um den Platz legt, gebildet. Der Halbkreis hat einen Durchmesser von 200 Metern und soll eine Umarmung der ehemaligen lateinamerikanischen Kolonien durch Spanien symbolisieren. Außerdem zeigt die Öffnung des Halbkreises in Richtung Fluss als Parabel für den Weg, den man folgen muss, um nach Amerika zu gelangen. Der Platz wurde auch schon oft als Kulisse für Filme und Serien benutzt, zum Beispiel in Lawrence von Arabien als Hauptquartier der britischen Armee in Kairo und als königlicher Palast auf dem Planeten Naboo in Star Wars Episode 2. Auch für die Netflix-Serie Chaos wurde das Gebäude und der Platz genutzt. Das sind die spanischen Provinzen verewigt. In Form von diesen Fliesenbildern an der Wand. Und unten dann immer noch eine kleine Karte der Provinz mit den umliegenden Provinzen. Ja, durch die sind wir auch schon alle drei gefahren. Murcia, Almería, Granada. Wir stehen hier gerade auf der Brücke, auf der Padme und Anakin laufen, als sie nach Naboo kommen. Also ich weiß nicht genau, ob es diese Brücke hier ist, weil es gibt 4 Brücken, aber eine der Brücken auf jeden Fall hier in Sevilla. Ja, wir laufen hier gerade ums Schloss von Sevilla. Und was soll man sagen? Das ist wieder mal so ein Fall, buch dein Ticket im Voraus, weil heute gibt es keine Tickets mehr, haben wir gerade festgestellt. Ja.
Wir müssen sowas mal ein bisschen besser planen. Aber gut. Nächste Großstadt ist jetzt ein Stück weg. Das dürfte Lissabon sein. Das dauert noch ein bisschen. Da schaue ich jetzt dann schon mal, was es da für Attraktionen gibt und ob man da dann schon die Tickets im Voraus buchen kann. Auch total schön, die kleinen Gässchen hier. Wir sind jetzt in einer kleinen Tapas-Bar und werden mal was zum Mittagessen. Und danach geht es dann weiter. Hier in diesen Gässchen gibt es sehr viele Restaurants, Tapas-Bars und Cafés. Schaut alles sehr gut aus. Auch die Tapas-Bar, in der wir waren, war echt lecker. Könnte man sich also wirklich tagelang hier durch die Cafés und Restaurants testen. Zum Glück sind wir nur einen Tag hier. Und es ist total schön hier. Wenn nur die Touristen nicht wären, aber zu denen gehören wir ja selber. Da können wir uns doch nicht drüber beschweren. I've waited for so long, but what if it goes wrong? And you walk right out that door. I never thought I'd be speaking words like these, but they're hanging on my lips. I can never be. Der Patio de Banderas war der Paradeplatz der königlichen Burg in den maurischen Zeiten. If you walk with me this time, I can never be lonely. If you promise you won't leave, I'll never be alone. You're patient and you're kind, no fault that I can find. Yet I stand here bound to run. How little did I know how quickly love can grow. Hallo. No. As I am, I can never be lonely. If you put your hand in mine, I can never be lonely. Da wir euch nicht ständig mit Kirchen langweilen wollen, gibt es die Kathedrale von Sevilla nur nach außen.
Außerdem verlangen die hier wieder 18 € Eintritt pro Person. Und ja, Kirche haben wir irgendwie in letzter Zeit schon genügend gesehen und der Ausblick von außen ist ja auch relativ schön. Auf die Türme kommt man dann eh nur mit einer geführten Tour. Mit diesen Drohnenaufnahmen vom Strand an der Landebahn beenden wir das Video für heute. Ich habe mich im Schnitt dafür entschieden, Sevilla in 2 Teile aufzuteilen, denn sonst wäre das Video über 40 Minuten lang geworden, obwohl ich schon einiges ausgelassen hatte. Begleite uns also das nächste Mal weiter durch Sevilla und in das kleine Städtchen Castelbianco, in dem wir einen Zwischenstopp zu unserem nächsten Ziel einlegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo, welches euch nichts kostet, aber uns hilft zu wachsen, sehr freuen. Auch sehen wir Kommentare immer sehr gerne. In diesem Sinne, Live long and prosper. and may the 4th be with you.